Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in letzter Zeit, vor allen Dingen die letzten paar Tage, sind sehr viele neue Server von dem neuen Backend betroffen worden, beziehungsweise wurde das da drauf gespielt. Und ja, ich weiß nicht, ob es der Plan ist, falls ihr das Video gestern gesehen haben solltet, wird ja der Elevator nächste Woche Freitag starten. Und ich weiß nicht, ob es der Plan ist, bis dahin alle Server auf das neue Backend zu bringen, aber es sieht mir sehr danach aus, als ob das Vorhaben von Playa Games ist. Denn tatsächlich, wenn man mal hier durchgeht, was die Leute für Namen haben hier teilweise. Denn wenn man die Liste durchgeht, ich hatte ja mal hier und da immer mal gezeigt, wenn neue Server von dem neuen Backend betroffen sind. Und jetzt sollte fast überall auf allen Servern, auf denen ihr spielt, das neue Backend drauf sein. Es gibt jetzt nur noch ganz wenige Server, wo das alte Backend drauf ist. Und zwar sind das diese Server hier. Bis auf S1SE, was ich jetzt nicht ganz genau weiß, wofür die Abkürzung steht, da soll es wohl jetzt auch drauf sein, sind die ganzen Server die einzigen, wo noch das alte Backend drauf ist. S1US, S10US. Ist natürlich klar, warum auf S10 US das alte Backend noch drauf ist. Man will ja nicht seine Kunden irgendwie verärgern, sag ich mal, ne? Weil sonst, wir hatten es ja im Livestream angesprochen gehabt, sonst wurden ja die Server zuerst genommen, wo am wenigsten drauf los ist, wo man am wenigsten Schaden anrichten kann, in Anführungszeichen, wo am wenigsten passiert. Also halt nimmt man halt eben die Server, die am inaktivsten sind. Deswegen ist halt sowas zum Beispiel wie S1 auch noch nicht auf dem neuen Backend, sondern man hat erstmal versucht, die etwas inaktiveren Server zu nehmen, um halt zu gucken, wie sich das Ganze verhält. Aber S10 US, da spielt halt effektiv nur ein einziger Spieler drauf und der Rest des Servers, ja, weiß ich nicht, aber das ist halt eben der Spieler, der mit am meisten Geld wahrscheinlich hier momentan mit Turor zusammen in das Game steckt. Dann haben wir S2 Frankreich, S1 Polen, S1 Tschechien, Welt 1, also international 1, W49 auch lustigerweise, S1.de natürlich, S5.de, S6.de, S13.de, S18.de, und S24.de. Also falls ihr auf einen der Server spielen solltet, dann schätzt euch glücklich, ihr bekommt es als letztes ab. Und das sind die einzigen Server, die noch auf dem alten Backend laufen. Mal schauen, wie lange noch. Denn, wie gesagt, wir haben ja bald den Elevator und das Ziel ist es ja, da ja momentan oder beziehungsweise die letzten Updates mussten ja immer zwei Spielversionen des Spiels bedient werden. Einmal die neue Backend-Version und die alte Backend-Version. Das heißt, es kam auf den neuen Zubugs, auf den alten Zubugs und dadurch hat man quasi zwei Spiele gleichzeitig fixen müssen. So, wenn jetzt momentan das ganze Game auf einem Backend läuft, auf dem neuen Backend, dann kann man sich auch auf die Fehlerbehebung denn dort besser konzentrieren, als wenn man zwei Spielstände fixen muss. Ne? Und da ja bald jetzt der Elevator kommt, was ja das nächste große Event sein wird, denke ich mal, gehe ich von aus, dass bis dahin auch die restlichen Server auf dem neuen Backend laufen, um halt eben direkt Fehler und sowas denn zu sehen und halt eben nicht zwei Spielversionen fixen zu müssen, sondern eventuell nur eine, falls es wieder zu Fehlern kommt, wovon wir natürlich nicht ausgehen wollen. Ne? Also, was sagt uns das? Wir sind bald durch, wir haben es bald geschafft, es dauert nicht mehr lange und dann ja, haben alle Server das neue Backend, was ja, ich weiß nicht, was ja geplant war bis zum Ende des Jahres oder so, ne? Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich merke hier in den Kämpfen auch, ich muss unbedingt mehr Ausdauer skillen bald. Ich hoffe, wenn ich jetzt bald die 300k habe, muss ich unbedingt auf Ausdauer hochgehen, denn gegen andere Klassen ist es natürlich besser, ein bisschen mehr Ausdauer zu haben als das eigene Hauptattribut. Gegen Teufel ist es ganz gut, aber gegen Sir Webster muss ich definitiv mehr Ausdauer skillen. Da ist es dann besser, ne? Also nur noch mal zum Verständnis auch für die Leute, die in der internationalen Ehrenhalle hier ihr Unwesen treiben, warum manche so und so skillen, zum Beispiel der Strider, das hatten wir ja auch im Livestream. Der Strider ist ja ein Kundschafter und skillt halt mit dem Kundschafter 50-50, was jetzt für einige erstmal unüblich ist. Aber der Strider bewegt sich hier oben als einziger in der Rangliste als Kundschafter und auf seinen eigenen Server hat er halt eben keine Konkurrenz. Ne?
das hatten wir ja eben, ne, auf S10 US und dadurch, dass er sich halt nur von anderen Klassen hier umgibt, der Kahu ist zum Beispiel jetzt für Strider stat-technisch gesehen keine Konkurrenz, deswegen ist es dort egal, ob er 50-50 hat. Der Strider bewegt sich halt nur zwischen anderen Klassen und gegen andere Klassen skillt man dann tatsächlich mehr in Richtung 50-50 als in Richtung eigenes Hauptattribut. Wenn man jetzt zum Beispiel viele Krieger hier oben hat, dann ist es tatsächlich besser, ein bisschen mehr von eigenem Hauptattribut zu skillen, weil der Gegner, der die gleiche Klasse bedient, natürlich auch das gleiche Hauptattribut teilt und dort natürlich dann, kann man so sagen, ist ein Angriff die beste Verteidigung sozusagen. Und zum Beispiel hat dann halt eben auch der Nachbar die Strategie, wie nicht viele andere Krieger zum Beispiel, auf 50-50 auch zu gehen, sondern weil hier halt relativ viele Krieger auch in den Top 10 sind, geht er halt eben von den Stats her tatsächlich mehr auch auf Stärke. Das finde ich schon fast ein bisschen zu extrem, muss ich sagen, hier von den Werten her, aber ich denke mal, da wird er sich auch ein bisschen was bei gedacht haben. Und ja, nur das nochmal das dazu. Ich bewege mich zwar auch zwischen vielen Magiern, aber zum Beispiel die unteren Magier, die sind jetzt gut, die können mich trotzdem immer noch easy wegkritten, das ist halt eben Magier-Battle so, aber wenn ich, und das ist ja momentan gerade ein Dreikampf hier oben, das sieht man ja auch anhand der Ehre so ein bisschen, wenn ich mich gegen Sir Webster ein bisschen mehr stabilisieren möchte und ein paar Kämpfe mehr gewinnen möchte, dann muss ich definitiv ein bisschen abweichen von meinem Hauptattribut und mehr auf Ausdauer gehen. Deswegen ist es auch erstmal der Plan, 300k hier vorne stehen zu haben, weil es einfach sexy aussieht und dann halt eben auf Ausdauer zu gehen. Ne? Wenn wir uns nochmal, okay, das war jetzt ein Kampf gegen Teufli hier, obwohl ich eigentlich auf Sir Webster wollte. Gut, ja, so kann es auch gehen. Ja, das auf jeden Fall dazu. Ne? Also es dauert nicht mehr lange, bald sind alle neuen Server oder alle Server mit dem neuen Backend drauf und dann hoffe ich mal, dass es dann bald an die Fehlerbehebung geht, an Performance-Verbesserungen, dass alle Server so laufen wie damals auf dem alten Backend, flüssig und ohne Verzögerung. Ne, man sieht, es ist immer noch so ein Delay drin. Das ist halt schon seit eh und je so mit dem neuen Backend. Wie gesagt, S31 hier mein Main-Char. Wir kennen es jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr anders, muss ich sagen, aber umso schöner finde ich es natürlich, wenn es dann eines Tages wieder ein bisschen flüssiger laufen wird und das vergleichbar bzw. noch besser läuft als auf dem alten Backend. Ne? Ja, auf jeden Fall das so zu den News, dass ihr da auch auf dem neuesten Stand seid. Ansonsten gibt es noch eine kleine Sache zu zeigen. Auf dem Battle Mage habe ich gestern Free Try gemacht. Und hier bin ich tatsächlich eine Etage weitergekommen. Ihr seht, jetzt bin ich hier bei 7 und 7. Die Gegner sind tatsächlich relativ easy machbar. Allerdings habe ich hier nicht weiter großartig meine Tries reingebuttert, weil ich halt auch auf dem Server eben Zeit habe und ich nichts überstürzen muss. Trotzdem freut es mich natürlich, wenn hier mal im Free Try, so wie jetzt gerade, ein Dungeon-Gegner liegt. Umso plötzlicher kommt das dann. Gerade mit dem Battle Mage muss ich hier nichts irgendwie heraufbeschwören. Da muss ich hier nichts irgendwie jemanden beweisen oder so, weil die Klasse halt jetzt einer der nicht so guten Dungeon-Klassen ist. Deswegen brauche ich hier auch dementsprechend keine großartigen Tries in die Gegner hier reinbuttern. Ne? Ihr seht, die Kunigunde hat hier gut gecarried und zum Schluss haue ich dann auch nochmal gut Schaden raus. Hier das Ding, mein Plan gewesen, auch auf dem Battle Mage wollte ich eine 50-50 Skillung machen. Ich wollte jetzt mit meiner Ausdauer aufholen, sodass ich hier quasi beides auf 150k habe, also roundabout 150k. Da haben wir Herkules besiegt, sogar mit relativ viel Leben. Und ja, das habe ich mir auch nochmal so ein bisschen überlegt, weil an sich ist es balanced so, halt wie gesagt, dass man halt 50-50 skillt, aber wenn wir hier in die Ehrenhalle schauen, auch hier, wenn ich höher kommen möchte, dann muss ich auch mehr auf mein eigenes Hauptattribut skillen, weil halt hier oben nur Klassen mit Stärke sind. Das heißt, ich muss auch ein bisschen mehr auf Stärke gehen, um halt mich auch ein bisschen besser hier durchsetzen zu können, weil ich hier halt eben auf Platz 7 hard stuck bin. Da kommen wir an dem Dash 7 oder Dash wie auch immer 777 nicht vorbei. Das ist schon seit geraumer Zeit so und da muss ich halt eben ein bisschen auch wieder auf Stärke mehr gehen, auf das eigene Hauptattribut, um halt eben die anderen Klassen mit demselben Hauptattribut
ein bisschen mehr in Schach halten zu können. Ne? Dazu müssen wir dann an Fitchel und Magi G vorbei, weil das ist ja aus der eigenen Gilde. Und ja, wir sind zwar noch relativ gleich auf mit den 2 Assassinen hier, aber da möchte ich dann mich auch ein bisschen von dieser 50-50-Skillung verabschieden, sondern wahrscheinlich auch erst Stärke auf 200k und dann Ausdauer auf 150k ziehen und dann wahrscheinlich so hier auf dem Server auch so weitermachen. Ne? Das nur nochmal so als kurzer Einblick zum, ja, auf den Battlemage. Judy, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten, wenn es irgendwas Neues zu berichten gibt, auch zwecks des Elevators, dann werde ich euch rechtzeitig Bescheid sagen. Deswegen, Abo lohnt sich immer, ist kostenlos und supportet natürlich mich und den Kanal. Und ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.